das Ganze hat uns bis zu 25% mehr Leistung bei gleichbleibendem Personal gebracht. Mein Name ist Carsten Dietrich, ich bin in der Saalfelder Wäscherei der Geschäftsführer. Unsere Kunden schätzen an uns die Zuverlässigkeit, dann die Qualität, die gleichbleibende Qualität. Die Hotelwäsche besteht aus Bettwäsche und Frottewäsche. Pflegeheime haben noch ein bisschen mehr, die haben noch Bewohnerwäsche von den Bewohnern. Frottewäsche, Lätzchen, Inkontinenzunterlagen und Spannbettlagen. Mein Vati hat ja vorher den Betrieb geführt und der Vati hat nach der Wende den Betrieb von der Treuhand abgekauft. Seitdem arbeiten wir mit Kannegießer zusammen im Mangelbereich. Und dann wurde systematisch umgestellt der Trockenwäschelegebereich, das war dann der nächste. Dann kam der Finish-Bereich dazu und zum ganzen Schluss 2012 haben wir dann noch den ganzen Waschbereich umgestellt auf Firma Kannegießer und sind bis jetzt sehr hochzufrieden. Wir haben eine 60 Kilo Waschstraße bei uns stehen im Betrieb. An unserem Absortierband der Waschstraße wird dann die Wäsche getrennt in Mangelwäsche, Großteile, Kleinteile und in Frottewäsche. Die Frottewäsche wird getrocknet und wird dann auf Speedlines zusammengelegt. Und die Mangelwäsche geht dann jeweils an die große Mangel oder an die kleine Mangel und wird dann dort gemangelt und automatisch komplett zusammengelegt und in Stapeln abgestapelt. 2019 haben wir vor unserer Großteilmangelstraße noch einen Picker gestellt, um die Wäsche zu vereinzeln, damit die Leute die Wäsche nicht mehr aus den Wäschewannen rausziehen zu müssen, weil das ist eine sehr schwere Arbeit. Und der Picker tut die ganze Wäsche aus den Wäschewagen rauskippen, vereinzeln und über 2 Bänder an die Maschinen zuführen. Wir haben 2019 in unserem Mangelsaal diesen Picker eingeführt. Wir haben das Pack und Label und an unserer Kleinteil Mangelstraße haben wir 2 neue Legemaschinen eingeführt. Und das Ganze hat uns bis zu 25% mehr Leistung bei gleichbleibendem Personal gebracht. Also das System ist sehr gut aufgebaut. Wir legen jeden Kunden neu an, vergeben neue Kundennummern. Die Maschinen greifen dann zu und auf dem Server wird dann nur noch alles hinterlegt, wie zum Beispiel, welches Sortiment hat der Kunde, Bettwäsche, Frottewäsche. Und das wird dann alles eingespielt und dann läuft das reibungslos, ohne Probleme. Früher, das war eine Einzelzettelwirtschaft. Das heißt, die Frauen haben Begleitzettel geschrieben und die mussten dann immer mit dem Wagen mit zu den einzelnen Maschinen. Das war natürlich sehr aufwendig. Jetzt wird an jeder Maschine nur noch der Barcode eingelesen und dadurch, dass wir alle Kunden in unserer Maschine einprogrammiert haben, weiß die Maschine, wie wird jeder einzelne Kunde gelegt. Und das können wir dann abrufen mit diesem Scannen von diesem Barcode und dann weiß die Maschine, was zu tun ist. Früher war es so, unsere Mitarbeiter mussten die Wäsche alles zählen, alles von Hand zählen, man konnte sich verzählen und da haben wir dann gesagt, 2019, wir führen das Pack und Label mit ein und die Mitarbeiter können sich auf ihre Arbeit konzentrieren und nicht mehr die Zeit mit Zählen zu verschwenden. Wir haben eine Stabilität reinbekommen. Die Reklamationen mit Verzählungen sind alle vom Tisch. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten, aber zu 99% ist alles weg. Die ERA-Monitoring hängen bei uns einmal im Trockenwäschebereich und einmal im Mangelstraßenbereich, damit wir beim normalen Vorbeilaufen sehen können, wie hoch ist unsere Leistung im Betrieb. Hat natürlich auch den Vorteil, dass die Mitarbeiter selber sehen, wie hoch ist meine Leistung, wo liegen wir jetzt. Damit haben wir eine gleichbleibende Leistung im Betrieb reinbekommen. Und es ist absolute Ruhe im Betrieb. Kannegießer macht vorab eine große Planung im Betrieb. Das heißt, es werden die Hallen vermessen, es wird alles genau aufgenommen. Haben uns dann auch die verschiedenen Stellen ausgesucht, wo wir die Pack und Label und dieses ERA-Monitoring überall hinhängen. Dann werden auf den Zeichnungen die Maschinen eingezeichnet und so können wir dann mit bestimmten Messpunkten in der Halle können wir dann die Maschinen aufbauen und es läuft alles reibungslos. Ja, die Datenbanken von
dieses System wurde am Anfang von der Firma Kannegießer übernommen. Das heißt, wir haben einen Server von der Firma Kannegießer bekommen und eine Einweisung. Und dann hat mein Sohn und ich, wir haben dann angefangen, haben dann probiert, wie kommen wir am besten zurecht, bis wir dann zu einem System gekommen sind und haben das dann aufgebaut. Und die Firma Kannegießer hat dann nochmal drüber geschaut, hat dann nochmal hier und da ein paar Kniffs gegeben. Und so haben wir das dann nach 2 Wochen ungefähr in Betrieb genommen.